Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video und zwar zu einem Rezeptvideo. Ich habe heute 4 Rezepte für euch mitgefilmt, die ich gerne koche, wenn es mal schnell gehen muss. Oder es sind Rezepte, für die ihr wirklich wenige Zutaten braucht. Wenn ihr also auf der Suche nach Rezepten seid, die ganz einfach und ganz schnell zuzubereiten sind, seid ihr hier genau richtig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video und hoffe natürlich, es ist etwas für euch dabei. Wie immer, nicht vergessen, einen Daumen nach oben da zu lassen und schreibt mir in die Kommentare, welches dieser Rezepte euch am meisten anspricht. Ich würde sagen, wir legen los. Das erste Rezept ist ein Tortellini-Auflauf, der super lecker ist und richtig schnell zusammengerührt ist. Ihr braucht dafür Tortellini, Sahne, Tomatenmark, Paprikapulver, Oregano, Knoblauch, Cherrytomaten, Reibekäse und auch noch Salz und Pfeffer. Das mit aufwendigste eigentlich an diesem Auflauf ist es, die Tomaten zu halbieren. Die Tortellini, die koche ich ein bisschen vor und während die Tortellini dann köcheln, rühre ich die Soße zusammen. Dafür gebe ich eigentlich die restlichen Zutaten zusammen in ein Gefäß. Also die Sahne, das Tomatenmark dazu, die ganzen Gewürze, den Knoblauch und dann rühre ich alles gut miteinander durch, sodass wir wirklich eine schöne, ja, sämige Soße bekommen. Die gekochten Tortellini kommen dann in die Auflaufform, die Soße da drüber und ich sehe dann zu, dass ich das nochmal umrühre, dass wirklich überall auch Soße ist, also dass alle Tortellini von der Soße was abbekommen. Und dann werden da die Tomaten drauf verteilt. Und im letzten Punkt einfach Reibekäse da drüber streuen, ab in den Ofen damit. Und ich sage euch, das ist der schnellste Tortellini-Auflauf ever und dabei so lecker. Das zweite Gericht ist ein Avocado-Pesto, auch super schnell zusammengerührt und hat nochmal, wie ich finde, eine besondere Note im Vergleich jetzt mit einem Basilikum-Pesto. Ihr braucht dafür Avocado, Blattspinat, Zitrone, Olivenöl, Knoblauch, Parmesan, Cashews und natürlich die Nudeln eurer Wahl. Ich habe jetzt hier Vollkornspaghetti genommen. Ihr setzt das Wasser für die Nudeln auf, kocht die Nudeln, ganz klar. Und dann macht ihr rucki das Pesto. Ihr gebt eigentlich alles an Zutaten einfach nur in einen guten Mixer. Also die Avocado, den Knoblauch, ganz viel Olivenöl, den Parmesan, Cashews und dann den Spinat. Und zum Schluss würze ich das dann noch mit Zitronensaft und Salz und Pfeffer natürlich. Und dann wird das einfach durchgemixt. Bis das Ganze dann ungefähr so aussieht. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist jetzt zu viel Pesto für die Menge Nudeln, die ihr gekocht habt, dann nehmt euch die Menge ab, die ihr meint, die ausreicht. Und was ich auch immer mache, ist, dass ich in das Pesto dann nochmal ein bisschen von dem Nudelwasser einrühre, das Ganze dann nochmal ein bisschen miteinander verrühre und dann erst an die Nudeln gebe. Und das, was vom Pesto übrig bleibt, das fülle ich dann in ein Glas, mache dann manchmal noch ein bisschen Olivenöl nochmal oben drauf und das kann dann, ja, hält sich ein paar Tage im Kühlschrank. Man kann es aber auch einfrieren. Für diejenigen, die sich einfach mal keine Gedanken über Essensplanung und Einkauf machen möchten, die möchte ich noch einmal an meinen HelloFresh-Code erinnern. Denn mit meinem eingeblendeten Gutscheincode spart ihr in Deutschland bis zu 90 € auf die ersten 4 Boxen von HelloFresh und kostenlosen Versand für die erste Box bekommt ihr auch noch dazu. Ihr seht hier 2 Gerichte aus meiner letzten HelloFresh-Box, die ich gekocht habe. Das war nämlich einmal Spaghetti Puttanesca, extrem lecker, und Smashed Potatoes mit einer Jalapeno-Käsesoße, Avocado und Pico de Gallo. Auch ein 10 von 10 Gericht auf jeden Fall. Hat mir extrem gut geschmeckt.
Kommen wir zum nächsten Rezept und das ist ein Süßkartoffelauflauf, den ich auch sehr, sehr liebe. Das ist das einzige Rezept aus diesem Video, das nicht vegetarisch ist. Ihr braucht dafür Hackfleisch, Süßkartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Feta, Sahne, Tomatenmark, außerdem ganz viel Oregano und noch geriebenen Käse. Erster Schritt ist klar, Süßkartoffel schälen und klein schneiden und das ist auch hier eigentlich so der aufwendigste Part. Also ihr seht hier, in welche Größe ich das ungefähr, also ich mache die nicht zu klein, also die Stücke lasse ich noch relativ groß. Dann werden natürlich auch noch die Zwiebeln klein geschnitten und der Knoblauch gehackt und die Süßkartoffeln gebe ich dann in einen Topf und ich koche die ein bisschen vor. Nicht zu lang, damit sie nicht zu matschig werden, aber ja, so circa maximal wirklich 10 Minuten koche ich das Ganze vor. Und in einer Pfanne schwitze ich dann die Zwiebeln an im ersten Schritt und gebe da den Oregano dazu. Den röste ich so ein klitzekleines bisschen mit an. Und dann kommt ja das Hackfleisch dazu, das wird angebraten. Und wenn das durch ist, gebe ich dann das Tomatenmark und den Knoblauch dazu und lasse das dann nochmal so ein paar Minuten rösten. Während das Ganze dann in der Pfanne ist, dann schneide ich den Feta klein. Und wenn die Süßkartoffeln fertig gekocht sind, dann schichtet ihr alles übereinander in eine Auflaufform. Ihr macht ja sozusagen alle Schichten zweimal. Also erstmal Süßkartoffeln, dann das Hackfleisch und den Feta darüber. Und dann kommen da wieder die restlichen Süßkartoffeln drauf. Dann mache ich den Feta und als allerletzte, als oberste Schicht sozusagen, mache ich dann nochmal die zweite Schicht Hackfleisch. Darüber kommt dann die Sahne, die gieße ich da einfach über den Auflauf, Reibekäse drauf, ab in den Ofen damit. Und mir ist hier leider der Käse ein bisschen sehr dunkel geworden. Es war ja fast ein Tacken zu lang im Ofen, aber es hat nichtsdestotrotz extrem lecker geschmeckt. Ich liebe einfach diesen Süßkartoffelauflauf, die Süße und dann ja das Würzige von dem vielen Oregano und mit dem Feta zusammen. Extrem gut. Und das letzte Rezept für dieses Video ist eine Weißkohlpfanne. Das ist ein ganz typisches Gericht aus meiner Kindheit und ich liebe das sehr und auch mein Sohn isst das wirklich sehr, sehr gerne. Und ihr braucht dafür echt wenig. Ihr braucht Weißkohl, eine Dose Ananas, Sojasauce und Reis. Ich habe hier Vollkornreis genommen und ihr braucht auch noch ein bisschen Pfeffer. Wer möchte, kann auch noch mal so ein bisschen so China-Gewürz oder sowas nehmen. Das benutze ich allerdings nicht. Und wie immer, der erste Schritt, halt das Gemüse klein schneiden. Das heißt den Kohl. Ich habe jetzt hier den halben Weißkohl genommen. Klein schneiden und gut waschen natürlich. Und auch wie immer ist das eigentlich so mit der aufwendigste Schritt bei diesem Gericht. Den Reis wasche ich und setze ich dann direkt zu Beginn auf. Also bei Vollkornreis, weil der ja ein bisschen längere Kochzeit hat, mache ich das dann direkt zu Beginn. In eine Pfanne gebt ihr dann Olivenöl und dünstet erstmal den Kohl an. Und dann lösche ich das so mit so einem Schluck Sojasauce ab. Und ich gebe ein kleines bisschen, also nicht zu viel, aber ein bisschen von dem Saft von der Ananas dazu. Dann nochmal mit ein bisschen Pfeffer würzen und dann alles gut durchmixen. Und dann kommt nämlich erstmal einfach der Deckel da drauf. Ich lasse das dann für circa 20 Minuten einfach ja, ein bisschen köcheln. Einmal zwischendrin gehe ich hin und rühre das nochmal durch. Dann nach den 20 Minuten gebe ich nochmal einen kleinen Schluck Sojasauce dazu und den Rest von der Ananas. Ich rühre das Ganze nochmal durch. Lasse es dann nochmal so 5 Minuten vielleicht ohne Deckel köcheln. Und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Ich rühre immer den Reis direkt da rein. Das kann man aber auch ja separat lassen, wenn einem das lieber ist. Ich mische das immer gerne direkt alles zusammen. Dann hat man irgendwie gefühlt noch mehr Aroma. Dann saugt sich der Reis halt auch nochmal so ein bisschen mit der Restsoße zusammen. Und wie gesagt, absolutes Kindheitsgericht für mich, liebe ich sehr. Vor allem wegen der Süße aus der Ananas mag ich total gerne. Das ist sehr, sehr schnell gemacht, dieses Gericht. Und schmeckt, wie ich finde, extrem lecker.